Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Audi A5 von der Firma Norev in 1:18. Bleibt dran! Ja, hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute, wie gesagt, geht es um den Audi A5 Cabrio, wie man sehen kann, von der Firma Norev im Maßstab 1:18. Und ich möchte gleich vorweg dazu sagen, ich habe bereits ein Coupé vorgestellt, ja, das S5 Coupé, Link dazu in der Beschreibung und hier oben im i natürlich. Schaut euch das gerne an. Das ist übrigens die Verpackung, schwarz gehalten, von Norev, wie man sehen kann, und das ist die High-Quality-Serie. Nicht besonders spektakulär. Ja. Ich finde den Wagen generell ein sehr schönes Modell, also in echt vor allem. Das ist einer meiner Lieblings-Audis auf jeden Fall und deswegen habe ich sie auch als Modellautos. Allerdings muss ich sagen, bei diesem Auto war ich relativ enttäuscht von Norev. Ich sage euch auch warum. Schauen wir uns die Front an und wir können gleich das Dilemma sehen. Hier, der Rückspiegel ist ab. Ja. Das hat folgende Bewandtnis. Ich habe den Wagen rausgeholt für euch und bin quasi beim Abstauben des Wagens, ja, mit dem Tuch nur ganz leicht an diesen Spiegel herangekommen und er fiel sofort wie von Geisterhand einfach herunter, ohne Widerstand und nichts. Das finde ich natürlich höchst ärgerlich und man kann auch sehen, das ist im Prinzip ja, schlecht rangeklebt. Der war übrigens auch schon immer locker, ja, das Auto war neu. Ich besitze das schon einige Jahre und ich möchte generell dazu sagen, das Auto ist jetzt nicht so verarbeitet, wie ich es von Norev eigentlich erwartet hatte. Schauen wir uns trotzdem aber das Auto erstmal an nochmal. Wie gesagt, vorne die Front. Audi A5 typisch, sage ich mal. Quattro Grill, ja, die meiner Meinung nach beste Generation der Audis. Hier vorne große Lufteinlässe. Das markante Gesicht des Audis, ja, mit den schönen Lichtern, gefällt mir auf jeden Fall gut. Wir schauen uns natürlich direkt auch noch den Motor an. So, der Motor sieht eigentlich ja relativ originalgetreu aus, sage ich mal. Bei den normalen oder bei den neuen Autos ist es ja mittlerweile so, dass man auch sehr wenig vom Motor sieht. Von daher ist das zu verschmerzen. Auch die relativ dicken Verbindungsstücke zur Motorhaube kann man auf jeden Fall drüber hinwegschauen. Denn der Wagen war auch insgesamt jetzt nicht so teuer, muss man dazu sagen. Ja. Schauen wir uns den Wagen von der Seite an und wir sehen auf jeden Fall dieses schöne, ja, Coupé-formartige Aussehen des Wagens. Sehr elegant. Die Linie ist meiner Meinung nach auf jeden Fall außergewöhnlich gut. Ich finde, es ist die beste Designsprache, wie gesagt, die Audi gemacht hat, vor allem bei dem A5. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, ihnen gefällt dieser Wagen eher weniger. Ich bin aber einer dieser, der für die Gruppe Pro ist, sage ich mal. Pro A5. Ja, wir können sehen, die Spaltmaße hier sind relativ, naja, ich sag mal, sie hätten besser sein können. Relativ grob. Es fällt natürlich auch ein bisschen mehr auf, weil der Wagen weiß ist. Klar. So, die Reifen sehen eigentlich ganz gut aus. Ja, nicht ganz komplett detailliert, aber durchaus vertretbar. Wie gesagt, der Preis war jetzt nicht so hoch. Schauen wir uns das Heck an. Ja, bevor wir uns das Heck übrigens angucken, hierzu gibt es noch ein Verdeck, ja, was man hier aufsetzen kann. Ich habe euch ja noch erzählt, dass es ein Schiebedach gibt. Dieses befindet sich in der Styroporbox hier, ja. Ja, kann man sehen. Hier oben drin ist ein Dach. Das kann man rausholen. Ja, ist hier eingepackt. Und hier sind zwei kleine ja, Nippel, sage ich mal. Und man kann das Cabrio damit natürlich dann entsprechend schließen. Ja. Und hier auf der anderen Seite natürlich auch. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Rot zu weiß. Sieht auf jeden Fall nicht unpassend aus. Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Auch bei dem normalen Coupé ist ja im Prinzip dasselbe. Hier die elegant geschwungene Lichtform gefällt mir auf jeden Fall super. Ja. Das Audi-Zeichen oder Emblem sieht man hier unten A5 und in dem Fall ist es der Benziner hier mit Doppelauspuff. Ja, schauen wir in den Kofferraum herein. Hier können wir sehen, es erwartet uns Teppichimitat. Das ist natürlich wieder löblich, das gefällt mir, das ist okay. Ansonsten gibt es nicht so viel zum Kofferraum zu sagen. Ja, Scharnier ist in Ordnung. Ja. Habe ich nichts auszusetzen. Schauen wir uns die andere Seite an. Die sieht natürlich entsprechend genauso aus. Hier natürlich nur der Tankstutzen. Und ich würde sagen, wir schauen uns den Innenraum an. Und dazu mache ich gleich mal die Tür auf.
Und da kommt schon wieder eine Kritik von mir. Die Türen gehen relativ, ja, ich sag mal hier, ein leichtes Spiel, wie ihr sehen könnt. Ja. Klar, man kann das übersehen oder sagen wir mal verschmerzen, weil man sagt, das Auto steht sowieso in der Vitrine rum, aber ich möchte es nochmal auf jeden Fall gesagt haben. Ja, hier genau dasselbe. Der Spiegel ist übrigens relativ fest. Schauen wir uns jetzt den Innenraum an. Ich finde ihn natürlich sehr schick, natürlich auch vom Original her bedingt. Den Innenraum, sage ich mal, den kann man so lassen. Also der ist meiner Meinung nach auf jeden Fall akzeptabel. In der Mitte sieht man auch die Mittelkonsole relativ detailliert, sage ich mal. Die Knöpfe sind angedeutet. Hier in der Mitte vom Lenkrad kann man auch die Knöpfe erkennen. Im Fußraum ist Teppichimitat, das gefällt mir wieder sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach Pflicht für ein Modellauto. Es sei denn, das Original hat natürlich kein Teppich drin, sage ich mal. Ja, was ich jetzt noch bemängeln muss, ist hier, wie gesagt, die Verarbeitung dieser Leiste, ja, wie man sehen kann. Die wirkt sich. Ja. Hier ist es weniger der Fall. Das ist auf jeden Fall auch eine Verarbeitungsqualität, die ich jetzt so nicht gut heiße, sage ich mal. Klar, wie gesagt, das Modell ist nicht so teuer gewesen. Und natürlich darf man auch nicht verlangen, bei so einem Modell eine Qualität, wie es zum Beispiel CMC bietet, wie zum Beispiel bei dem Pullman, den ich letzte Woche vorgestellt habe. Auch dazu Link in der Beschreibung oder im i. Aber der kostet natürlich auch viel mehr. Ja? Um Weiten mehr. Und hat aber auch natürlich deutlich mehr Details zu bieten. Wie gesagt, bei diesem Auto war ich von Norov relativ enttäuscht, doch muss ich sagen. Es ist ein wirklich sehr schicker Wagen. Aber auch von der Umsetzung her, da hätte man echt besser arbeiten können, meiner Meinung nach. Und Norov hat ja auch bewiesen, dass sie es können. Ne? Stichwort S-Klassen. Auch die habe ich natürlich vorgestellt. Auch ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Und also ich will jetzt hier kein Norov-Bashing betreiben. Aber der Wagen hier, dieses Exemplar, das hätte man durchaus besser machen können. Und der Spiegel, ja, den klebe ich jetzt noch dran. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, wie man ein Modellauto repariert. Verlinke ich auch nochmal in der Beschreibung. So, jetzt ist aber gut mit Beschreibungen. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gebt mir trotzdem einen Daumen nach oben. Schreibt eure Meinung. Habt ihr auch diesen Wagen? Ist der bei euch vielleicht in einem besseren Zustand? Habe ich vielleicht ein Einzelexemplar erwischt, was nicht so gut war? Würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Und wie ihr sehen könnt, habe ich inzwischen den Spiegel wieder angeklebt. Ja, sieht wieder synchron aus, sage ich mal. Und ja, war wie gesagt jetzt nicht das Problem, das anzukleben, allerdings natürlich ärgerlich, weil es darf erst gar nicht abgehen. Ja.